Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Denkanstoß. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist und heute möchte ich dir einfach den Impuls mitgeben, dass es ganz normal ist, dass du auch mal schlechte Tage hast, dass du Tage dabei hast, wo du dich einfach unwohl fühlst, wo du dich überfordert fühlst, die du am liebsten direkt wieder abhaken möchtest. Solche Tage sind ganz normal und kommen bei uns allen vor. Wichtig ist hier nur, wie du damit umgehst, dass du Techniken für dich entwickelst. Nur für dich, wie du mit solchen Situationen umgehen kannst. Wie du nicht in diesem ganzen Gedankenchaos immer weiter versinkst, dich von diesem Gedankenstrudel runterziehen lässt und dann darin ertrinkst, sondern dass du für dich Techniken entwickelst, wie du mit solchen Situationen umgehen kannst, um dann daran zu wachsen, um dich daraus zu befreien, um dich aus diesem Gedankenchaos, was das mit dem Kopf macht, zu befreien. Um wieder nach innen zu gehen oder vielleicht nach außen zu gehen, um dann im Umkehrschluss nach innen zu gehen. Dass du die Zeit in der Natur suchst, dass du in den Wald gehst und dich dort wieder mit deiner inneren Welt connectest. Und so diese Ruhe, dieses innere Gleichgewicht in dir wiederherstellen kannst, um mit solchen Tagen fertig zu werden, um mit solchen Situationen umzugehen und dann daran zu wachsen. Und dich nicht mit diesem Gedankenchaos weiter zu beschäftigen, dich immer weiter da reinzusteigern und runterziehen zu lassen. Denn davon hast du überhaupt nichts. Das tut dir vielleicht mal für ein paar Minuten gut, dich darüber aufzuregen, aber dann lass es gut sein. Tu dir selbst den Gefallen und reg dich nicht zu lange darüber auf. Denn wenn du diese Situation unnötig lange festhältst, dann macht dich das auf Dauer kaputt. Lern damit umzugehen und lern diese Situation, diese Gedanken loszulassen. Denn dann kannst du mit wesentlich mehr Freude, mit wesentlich mehr Leichtigkeit und Glück durchs Leben gehen. Weil du dann für dich selber weißt, okay, es gibt solche Tage, es gibt solche Situationen, die mich überfordern. Das ist überhaupt nicht schlimm, aber ich kann damit umgehen. Ich habe für mich Techniken entwickelt, die ich nutzen kann, die ich anwenden kann, wonach es mir besser geht, wie ich damit umgehen kann. Und das macht extrem viel mit dir. Das bringt dich so weit nach vorne. Und genau das möchte ich dir heute mitgeben, dass du nicht daran verzweifelst, wenn solche Tage mal vorkommen, sondern dass es ganz normal ist, dass es auch bei mir vorkommt. Und als ich genau das Thema gestern noch in meiner Instagram-Story geteilt habe, war das Feedback von euch sehr eindeutig. Denn ich bin scheinbar nicht alleine damit und sehr viele von euch fühlen sich gerade so, fühlen gerade dieses Unwohlsein, dieses Überfordertsein. Und genau in dem Zuge habe ich euch nämlich auch noch gefragt, was eure Techniken sind, um mit solchen Tagen umzugehen, wenn ihr euch überfordert fühlt, wenn ihr gerade einfach nur denkt, ey, Haken dran, so der Tag ist durch eigentlich, ne? Und genau da habe ich euch gefragt, was eure Techniken sind, wie ihr damit umgeht. Und dieser Fragensticker, den ihr hier seht, der ist komplett explodiert. Da dieser Fragensticker so explodiert ist, da mir hier eure Antworten von euch gekommen sind, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich euch dieses Video jetzt hier aufnehme, um genau diese Impulse, die ihr hier mit mir geteilt habt, mit euch zu teilen. Ich werde diese einzelnen Impulse, diese einzelnen Techniken von euch vorlesen, vielleicht den einen oder anderen Kommentar dazu dalassen, aber es soll darum gehen, dass ich euch hier den Raum geben möchte, euch gegenseitig auszutauschen. Und vielleicht wirst du ja auch hier den ein oder anderen Impuls aus den ganzen Antworten mitnehmen können, wie du deine Technik noch ergänzen kannst. Also lass uns sehr gerne einen riesigen Raum für positive Energie, für dieses Krafttanken und für die Kopflüftung kreieren, denn die haben wir gerade alle scheinbar sehr nötig. Also wir starten direkt rein. Und zwar die erste Technik, um mit Tagen umzugehen, die dich überfordern, ist Sport. Mit lieben Menschen telefonieren, was Leckeres essen oder mal einen Wein. Sehr schön. Ich blende dir das einfach wieder hier oder hier neben mir ein. Natürlich Name ausgeblendet, anonym, aber dass du diese Impulse für dich mitnehmen kannst. Darum geht's. Okay. Sport, sehr geil. Würde ich auch feiern. Lieben Menschen telefonieren, immer gut, leckeres Essen, funktioniert hervorragend, mal einen Wein. Ich bin nicht so der Weintrinker, aber Cheers. Moment, Cheers, lass es dir schmecken. Meiner besten Freundin schreiben, funktioniert auch. Hervorragend, hingeben, Wein, atmen, ja. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, auf den ich gerade noch mal kurz eingehen möchte, denn wir tendieren ja dazu, solche Tage immer irgendwie wegzudrücken, das nicht fühlen zu wollen, uns nur auf die positiven Sachen zu konzentrieren. Aber wichtig hier ist, dass du solche Tage zulässt.
Ja, was du jetzt hier gerade wunderbar schreibst. Hinnehmen, hingeben, weinen, atmen. Dass du das zulässt, dass du diese Gefühle auch fühlen darfst, dass es mal traurig sein darf, dass du mal Angst haben darfst, dir Sorgen machen darfst. Dass es ganz normal ist, solche Tage auch zu haben, solche Gefühle zu fühlen. Dass du immer nur positiv bist und so, das funktioniert nicht. Dieses Glück, das ist schön, wenn es da ist, aber genauso wollen auch Gefühle gefühlt werden, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz schön sind. Aber genau daran wirst du extrem wachsen, wenn du das zulässt. Okay, wir machen weiter. Ich besuche meinen geistigen Kraftort und lasse alles mal los. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das freut mich, ganz besonders bei der Person, die das geschrieben hat. Richtig, richtig schön. Der geistige Kraftort, du kannst nicht nur physisch anwesend sein an einem Ort, sondern eben auch gedanklich. Und gedanklich kannst du unabhängig von Raum oder Zeit, kannst du überall anwesend sein, wenn du dich darauf ausrichtest. Richtig, richtig schön. Geistiger Kraftort. Herrlich. Weiter geht's. Meditation und dabei meinen Kraftort besuchen. Ja, herrlich. Sehr, sehr schön. Gleiches Thema. Auch alles wundervolle Menschen, die hier geschrieben haben. Meditation und dabei meinen Kraftort besuchen. Sehr, 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 sehr schön. Auch gerade so in Kombination mit einer schönen Visualisierung, wenn du deinen Kraftort da vor deinem inneren Auge ausbildest. Sehr, sehr cool. Sehr powerful. Hilft mir auch. Hilft mir auch immer wieder. Nächste Antwort, nächster Impuls. Normalerweise Sport. Mir gehen die Ideen aus, wenn der Sport nicht geht. Ja, fühle ich. Fühle ich. Ja, Sport geht auch gerade nicht, bis auf das kräftige Wegdehnen. Aber das ist auch halt nicht immer so der beste Ausgleich. Bei mir ist es dann doch eher irgendwie rausgehen in den Wald und dann Energie tanken. Ja, aber sonst, klar, Sport, ein saftiges Workout durchballern, da bin ich auch gerne am Start. Nächste Antwort, nächster Impuls. Abstand gewinnen. Spazieren gehen oder Sport treiben. Ja, schön. Fühle ich absolut. Abstand gewinnen, bisschen den Kopf durchlüften, gerade draußen beim Spazierengehen oder beim Sporttreiben sind Dinge, die gut funktionieren. Passend dazu der nächste Impuls an Tagen, die dich überfordern. Was machst du? Rausgehen und ehrlich gesagt zu oft betäuben mit Handy und TV. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du hier ansprichst. Rausgehen, super wichtig, funktioniert bei mir wirklich immer. Klar, das ist verlockend, sich hier irgendwie abzulenken, aber du fühlst dich danach nicht besser. Wie du hier selber sagst, du betäubst dich damit. Wenn du hier irgendwie durchscrollst, ja, dann guckst du dir irgendwie ein paar Reels an oder so und dann, bam, zack, ist direkt eine halbe Stunde weg. Halbe Stunde rausgehen bringt dir viel, viel mehr. Und danach kannst du immer noch 10 Minuten aufs Handy gucken. Das lohnt sich immer. Aber das weißt du selber auch. Okay, nächster Impuls. Danke für eure ganzen Antworten. Das ist richtig cool. Ich feiere diesen Austausch so, so sehr. Du kannst mir an der Stelle, wenn du hier schon einen der Impulse mitnehmen konntest, gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher das ist. Oder schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du mit solchen Tagen umgehst, die dich überfordern. Weiter geht's. Gute Bücher lesen, sehr schön. Spazieren gehen oder auch einfach mal einen Tag verpennen. Ja, ich bin nicht so der Typ, der dann irgendwie den Tag verpennt, aber soll auch helfen, habe ich mal gehört. Dass du einfach, ich mache dann gerne irgendwie mal einen Powernap oder so. Danach habe ich auch wieder neue Kraft. Gute Bücher lesen fühle ich, spazieren gehen fühle ich. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für deine Antwort. Nächster Impuls, joggen gehen, Hardcore hören. Ja, fühle ich. Joggen gehen ist gerade eher nicht so drin, aber ansonsten joggen gehen funktioniert hervorragend, um den Kopf richtig Kern zu reinigen. Und Hardcore hören, dabei noch. Das Hardcore hören vermisse ich gerade auch sehr, muss ich sagen. Gerade schön die Dorfdruck-Playlist. Ich kann dir die einfach mal in der Videobeschreibung verlinken. Die Dorfdruck-Playlist. Wenn du die noch nicht gehört hast, gerade wenn du jetzt diese Frage gestellt hast, hör dir diese Playlist an. Da kommt dein Hardcore-Herz auf jeden Fall zum Schlagen. Denn das ist meine Workout-Playlist. Also wenn du da reinhörst, Vorsicht, die Playlist knallt. Könnte intensiv werden, dein Workout oder dein Run. Weiter geht's. Was mache ich, wenn ich überfordert bin? Alles liegen lassen
und in die Natur gehen. Ohne Handy oder irgendwas, einfach ich und die Natur. Sehr, sehr schön. Bin ich voll bei dir. Einfach rausgehen, in die Natur gehen und wirken lassen. Einfach genießen. Frei machen. Weiter geht's. In die Natur. Yes, hier sind viele Naturmenschen. Das freut mich sehr. Meditieren, auch wunderbar. Mit Herzenswünschen reden. Ja, auch ein wichtiger Punkt. Such dir Leute raus, die dir gut tun. Such dir Orte raus, die dir gut tun. Aktivitäten, die dir gut tun. Dinge, wo du nachher rausgehst und mehr Kraft hast als vorher. Dinge, die dir nicht Kraft ziehen, sondern die dir eher Energie geben. Bei mir ist das immer sehr, sehr stark irgendwie in der Natur oder Workout, ne? Oder eine Meditation, auch ein super schöne Energietankstelle. Richtig cool. Ein Bad nehmen. Yes, ein Bad nehmen und eine Meditation machen und vertrauen, dass bessere Tage kommen. Sehr schön, schöner Punkt. Vielen Dank auch für diesen Impuls. Gerade das Vertrauen, dass wieder bessere Tage kommen, das macht's aus. Diese Essenz des positiven Denkens. Dass nicht einfach immer nur alles gut sein muss oder dass du nicht immer nur mit einem Lachen durch den Tag laufen musst, sondern dass du eben auch darauf vertrauen kannst, dass in schwierigen Zeiten wieder bessere Tage kommen. Sehr, sehr schöner Punkt. Vielen Dank fürs Teilen. Auf Pause drücken. Sehr schön. Und dann das, was mir gut tut. Sehr, sehr gut. Danke fürs Teilen. Einfach mal die Pause-Taste drücken und rauszoomen. Das machen, was dir gut tut. Danach wird es dir auch gut gehen. Sehr schön. Vielen Dank. Weiter geht's. Das sind zwei, die zusammengehören, von der gleichen Autorin. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Irgendetwas umräumen oder neu sortieren. Yes. Umbruch. Gibt mir das Gefühl von Ordnung im Leben und danach einfach Musik hören oder ein gutes Buch lesen. Wundervoll. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Was habe ich hier für wundervolle Menschen am Start, die solche geilen Sachen hier teilen. Das ist ein richtig, ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade spürst, aber das ist so ein Raum hier der positiven Energie, das einfach Spaß macht. Es macht einfach Spaß, hier mit euch in den Austausch zu gehen und das ist richtig schön. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ist Ordnung um dich herum, ist auch Ordnung hier oben drin. Diese innere Ruhe, die kannst du dadurch super wieder herstellen. Musik hören funktioniert auch sehr, sehr gut. Was ich gerne höre, sind so Frequenzen. Ich weiß nicht, ob du dich damit auch schon beschäftigt hast. Vielleicht ist das auch noch eine Ergänzung dazu, dass du dir Frequenzen anhörst, gerade zum Meditieren oder zum Yoga höre ich das super gerne. Frequenzen oder Mantren, dass du dich damit in so eine Balance bringen kannst. Gerade durch das Auditive, wenn das so entspannte Klänge sind, kann das sehr, sehr gut tun. Yoga, einfach mal raus und Me-Time. Sehr schön, funktioniert bei mir auch sehr, sehr gut. Gerade diese Me-Time, dass du einfach was für dich machst, rausgehst, lüftest und wieder Platz machst für neue Gedanken. Richtig gut. Rausgehen und den Kopf frei machen. Jawohl, da hört jemand zu. Das ist wundervoll. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Gerade rausgehen, lüften, ein bisschen Platz machen. Einmal hier mit einem Hochdruckreiniger durchgehen, die Gedanken schweifen lassen, bei einer schönen Aussicht vielleicht, an die frische Luft gehen und neue Kraft tanken. Meditation. Schön. Schöne Menschen. Meditation, mehr Zeit für mich alleine schaffen und zu verarbeiten. Guter Punkt, dass du Zeit mit dir verbringst, dass du einfach alleine bist und reflektierst. Dass du die Sachen verarbeitest, warum ist das gerade so, warum fühle ich mich so, womit hat das zu tun, dann daraus wieder neue Kraft gewinnst für vielleicht Tage, die darauf noch folgen. Nächster und letzter Impuls, offline gehen. Ja, offline gehen und ins Dankbarkeitsjournal schreiben. Wundervoll. Offline gehen, einfach mal ausmachen, ins Dankbarkeitsjournal schreiben, das ist auch ein wundervoller Punkt. Den habe ich dir ja auch in dem neuen Video, wo ich dir dann die nächste Runde der straffen Zeit-Uni ankündige. Da gibt es ja auch noch ein neues Buch, was in diese Richtung geht. Wahrscheinlich kannst du es dir schon denken. Und zwar, ja, ein Dankbarkeitsjournal, super, super wichtiger Punkt. Kann extrem dabei helfen, dass du dir einfach mal vor Augen führst, wofür du überall dankbar sein darfst. Ja, was für schöne Dinge in deinem Leben sind. Was für, ja, wundervolle Sachen oder Dinge dir einfach passieren jeden Tag, welche Menschen dich umgeben. Und wenn du dir das alles aufschreibst, wofür du dankbar sein darfst, verändert sich oder hebt sich deine Energie direkt. Das ist so ein effektiver, schneller und ja, so eine schöne Art, um deine Energie anzuheben. Dankbarkeit. Üb dich in Dankbarkeit. Das ist ein Zitat von Francis Bacon, was mir hier gerade wieder dazu einfällt. Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und genau das ist ein schöner Impuls, um diese Fragerunde damit abzuschließen.
Und ich bedanke mich an der Stelle ganz, ganz herzlich, dass du mir deine Technik geteilt hast, wie du mit Tagen umgehst, die dich überfordern. Was du hieraus mitnehmen konntest, schreib mir das sehr gerne in die Kommentare und lass mir deinen Impuls in den Kommentaren da. Ich bin so, so dankbar für den Austausch und freue mich auf deine Gedanken zu diesem Thema. Das ist mein Impuls für heute. Versink nicht in diesem Gedankenstrudel, sondern such dir Techniken, Menschen, Dinge, Orte, mit denen du dich umgeben kannst, die dir wieder Energie geben, wie du dich aus solchen Situationen befreien kannst und dann letztendlich auch daran wachsen kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren, wünsche dir einen wundervollen Tag, ganz viel Energie für dich. Danke, dass du hier bist. Du bist ein wundervoller Mensch. Dein Niklas. Ciao.